Nach einer Woche Zwangspause geht es wieder zur Sache. Eier und Reis werden geliefert und die Coroneros machen sich an die Arbeit. Reis eintüten wie gewohnt und dann erscheint ungerufen Palit auf der Bühne. Er ist der Ansicht, dass ohne seine Mithilfe nichts richtig funktioniert und er kann natürlich seine Freunde nicht im Stich lassen, auch wenn er sich eigentlich fernhalten sollte. Er nimmt sich jeden einzeln vor zum Unterricht und nachdem die Reiskönige begriffen haben, wie das richtig gemacht wird, besucht er die Eierschwadron, um auch dort für Ordnung zu sorgen. Dort hat er es viel einfacher, weil er heute der einzige Hahn im Hof ist. Die Damen lieben ihn ja alle und befolgen gerne seine kompetenten Ratschläge. Weil die Infektionszahlen im Rest Thailands teilweise heftig sind, versucht die Inseladministration mit aller Kraft die Ansteckungen in Phuket zu unterbinden. Deshalb haben sich die Regeln mal wieder geändert. Aber daran gibt es nichts zu bemängeln, denn das Motiv ist völlig in Ordnung. Während die Coroneros im Lokal noch fleißig Portionen abfüllen, werden in der Seitenstraße schon Abholnummern ausgegeben. Wie im Knast, erstmal durch das geschlossene Gitter zum Hof, um möglichst Kontakte zu verringern. Eines unserer Probleme ist, dass viele schon vor der vereinbarten Zeit kommen, um sicherzustellen, dass sie etwas ergattern. Verständlich, aber in Hinsicht auf die streng verbotene Ansammlung von Menschen nicht akzeptabel. Und immer wieder gibt es Diskussionen zum Thema Abstand. Die Corona-Gang hängt da zwischen den Hungrigen und den behördlichen Vorschriften. Deshalb wird auch auf die Registrierung verzichtet. Das erleichtert zwar Schwindeleien, senkt aber das Risiko auf Ansteckung. Und das ist momentan das Wichtigste. Das Schlimmste, was den Hungrigen passieren könnte, wäre, dass sich einer von uns infiziert. Dann wäre erstmal für 2 Wochen oder länger Schluss mit der Essensverteilung. Und das wäre für viele ein echtes Desaster.
Naja, irgendwie kriegen wir es auf die Reihe. Und diesmal beginnt die Verteilung im Laufe des Nachmittags, sobald die Coroneros mit dem Abfüllen fertig sind. Die Rationen werden wieder in der Seitenstraße ausgegeben und am Einlass von der Hauptstraße her wird streng kontrolliert. Jeder Zehnerblock der Nummern ist einem Zeitfenster zugeteilt, um keine Ansammlungen zu ermöglichen. Dazu kommen die Anweisungen auf noch größeren Abstand, Temperaturmessung und Desinfektion. Im Hinterhof steht alles parat und es könnte losgehen. Rambo Palit versucht sich wieder in den Betrieb einzuschmuggeln, aber diesmal bleibt Opa Kit hart. Es gibt keinen Kontakt mit den Essensempfängern für den Zwerg. Naja, dann legen wir mal los. Eigentlich ist die Corona-Maschine für höhere Drehzahlen geeignet, aber die neuen Vorschriften erzwingen einen langsameren Lauf. Und manchmal stottert der Motor, wenn sich zwei Zahlenblöcke kreuzen und die Aspiranten nicht pünktlich oder zu früh sind. Die Ausgabe zieht sich hin bis in die Abenddämmerung und dann weiter bis in die Dunkelheit hinein. Hin und wieder werden die Behälter mit der Desinfektionsflüssigkeit aufgetankt, damit hier keiner unsterilisiert herumläuft. Als dann die letzten versorgt sind, wird aufgeräumt und die Portionen für nächsten Tag für die Nichtmobilen verladen. Und dann dürfen die Coroneros ein spätes Abendessen zu sich nehmen und sich zur Ruhe begeben. Am nächsten Morgen geht es zu den Nichtmobilen
die schon auf ihre Versorgung warten. Bei der herzkranken Mutter wird dann die leere Sauerstoffflasche gegen eine volle getauscht, mit nochmaliger Einweisung und Ermahnung zu erhöhter Vorsicht beim Umgang mit Sauerstoff und dem Vermeiden von Fett, Öl, Creme und Ähnlichem im Kontakt mit dem Gas. Nachdem alle versorgt sind, geht es nach Hause zurück, in der Hoffnung, dass es am nächsten Wochenende auch wieder klappt. Wir von der Corona-Gang sind in großer Sorge wegen der immer noch drohenden Unwetter in Teilen Deutschlands und wegen der kaum beherrschbaren Brände in südlichen Ländern Europas. Es gibt wirklich momentan mehr als genug Albträume und wir hoffen, dass diese schnell enden und keine neuen dazukommen. Und dass es euch und uns bald besser geht. Eure Corona-Gang.